Ja, liebe Leute, habt ihr wieder Bock zu rätseln? 18 Uhr, das heißt, wir legen wieder los. Wir wollen versuchen, diesen Fall hier aufzuklären. Und das, was wir vorhaben, ist ja, dass wir das Kind, was entführt worden ist, befreien, beziehungsweise den Aufenthaltsort ausfindig machen. Der Vater war bisher sozusagen im Fadenkreuz, das haben wir aber schon so ein bisschen abgelegt, dass der das gewesen sein soll. Und jetzt im Nachhinein sind wir vielleicht eher bei der Sache, dass das die Oma, Henriette Davis, vielleicht gewesen sein könnte. Man weiß es nicht. Wir gucken mal. Wir haben mehrere Sachen, die wir jetzt ausprobieren können. Wir gucken uns erstmal die Tarotkarten an und schauen, was es damit auf sich hat. I never much cared for all that mystic stuff. Why should your life be dictated by a bunch of cards? Okay. Wir haben noch Dialog. Das würde ich erstmal nach hinten schieben. Obwohl. Could I ask you? Gucken wir mal, was wir noch haben. I'm sorry, what was it you said? Madame Sai, what? Ja, und Lindas Adresse brauchen wir natürlich. Metempsychosis, darling. It's a philosophical term which comes from ancient Greece. It refers to the transmigration of the soul after death. Is that anything like reincarnation? Essentially, yes. There's a book on the subject over in the bookcase, which can tell you far more than I possibly could. Mhm. Das mit unserem Kumpel, der in unserem Kopf spukt, zu tun hat? Oder können wir alle Geister hören? Oder? Do you know Linda Walker's address? I'm afraid not, darling. Linda has always been somewhat private, and that's not something I consider to be crucial information. Do you know any way I can find her? You could always come back for our next meeting. It will be the first Thursday of next month. By then, we'll have completely lost track of Charles. There has to be another way of finding Linda. Mhm. Thank you for... It was Das lassen wir raus. Linda müssen I'll be wir going now. finden. Wir können als erstes nochmal hier hingehen und den mit den Voodoo-Kram. Mr. Devons? Yes? Ja. Do you practice voodoo, Mr. Devons? What? The chicken bones and dust you send along with your letters. It's a voodoo spell meant to cause bad luck in business. Mhm. Quite a convenient solution, wouldn't you say? I don't know what you're on about. Mhm. Come now, Mr. Devons. I'd appreciate it if you didn't think I was stupid. All right, fine. I went to go see one of them magic women in Gascon. She told me about the spell and what I needed to do. I don't believe in this stuff, but Ja, but? I thought maybe if I used it, I could scare Harris enough to get him to stop making the new airship. Ja. Well, I don't mean to be one to put a damper on your amateur witchcraft, but it doesn't seem to be doing you much good. No, his grandson got kidnapped. That's not something I'd call lucky. Good day to you, Mr. Devons. You too, Mr. We have enough evidence to pin the crime on him, I think. The police can deal with the headache of actually finding the baby. Mhm. The only thing that matters. Also haben wir jetzt Arthur Davis. Aber das ist es auch nicht. Das könnten wir machen, aber das ist es auch nicht. Wer könnte noch etwas wissen? Hello again. Wir müssen Linda finden. Ist Linda die Kidnapperin? I have some questions for All right. Mrs. Davis. Have you ever had Linda visit you at the Harris Manor? Oh, no, of course not. Then would you care to explain your note to her in the Spectre Society guestbook? Das weiß ich jetzt gar nicht mehr. Ist schon wieder ein bisschen her, seitdem ich das letzte Mal aufgenommen habe. Please, Mr. Fordham, I didn't mean to lie to you. It's just that it gets so lonely by myself in the house at night. Ich glaube, die manipuliert uns gerade hier. So every now and then, I invite Linda to come over for tea and some company. I see. And when was the last time this happened? 2 nights ago? Aha. Please don't tell Mr. and Mrs. Harris, Mr. Fordham. If they found out what I was doing, they'd have me dismissed without a reference.
I won't, but I'd very much like to speak with Mrs. Walker. Do you have any idea where I can find Bestimmt her? weiß sie das wieder nicht All hier. I know is that she works as a seamstress at a shop in Lyon, but I don't know the name. I'm sorry, I can't be of any more help than that. Okay, Thank you for Oh, you're das kriegen wir hin. Dann gehen wir also über die Karte schnell hier oben zur Schneiderei. Und sprechen den mal an. I've got some more questions for you. All right, I'll do my best to answer. Do you by chance employ a seamstress named Linda Walker? I do, yes. Ja! Is she here? No, she has the day off today, but she'll be in tomorrow. Would it be possible to have her address? Begging your pardon, but why should I give it to you? Privatdetektiv. Die ist meine Schwester. Das wird er wissen. Wenn sie keinen Sohn hat, haben wir ein Problem. Oder damit können wir erfragen, ob sie das Kind gekidnappt hat. Mal gucken. Her son, Alexander, and mine were schoolmates. I just found a book he lent my son, and I wanted to return it. I've been trying to track her down for ages, and only just found out where she worked. Oh, I see. Schlecht eigentlich die Lüge. It was a terrible tragedy what happened with her boy and her husband. Ach doch, das wissen wir ja. Stimmt. Das habe ich jetzt aufgrund der Pause nicht mehr im Kopf gehabt. Stimmt. I know how private Mrs. Walker is, but I'm sure she would appreciate you returning her son's book. All right, she lives at 403 St. Agnes Street. Jawohl. Remember when you couldn't even bring yourself to trick people into thinking their shoelaces were untied? You've come a long way, Miles. I'll be taking my leave. Very good. Gut. Also, auf den Fall zu klären. Oh Gott. It says here that Linda Walker is in the upstairs apartment, and someone named Douglas Emafiel is under the stairs. Okay, hier ist This Douglas. machine is quiet. It's already gone up considerably in my estimation. Ja. You could learn a thing or two from it, Bill. Some people would call that humming and hissing the sound of progress. I'd call it annoying. Ist auch so. Ist auch sehr neu. Ne? Some people would call Ja, okay, das ist beides Wasserkocher. Das bedeutet, da oben ist jemand drin, oder was? Ups, Entschuldigung. Ja, SB plus CS, okay. Ich klopfe bei ihr. I don't know, ob das jetzt wirklich richtig ist, aber... Guten Tag. nobody home. Now what? Unten. What? Who are you? Are you from the Steamworks? Oh, lass uns nicht antworten müssen. Afraid not, sir. Ah, thank God. Damn. Oh well, what can I do for you? Do you know Linda Walker? Ja, wahrscheinlich, ne? Of course. She lives upstairs. Who's asking? I'm Miles Fordham. I'm trying to find Linda so I can speak with her. What's your bit? I'm afraid that's private. Well, she's out right now. You'll have to come back another time if you want to visit her. Have you got any idea when Mrs. Walker will Das ist be back? nervig. Not for a few days. She told me she was going away for a bit. Ah, that reminds me. She asked me to water her plants while she was gone. Just need to remember where I put the spare key. Ja. Did you say something about having a spare key to Mrs. Walker's apartment? Sure, I'm her landlord. I look after the place when she's gone. Got a bit of a green thumb, that one, so she puts me in charge of watering her plants. The trip up is a bit of a pain, though. My hips aren't what they used to be. Ich bin Privatdetektiv. I'm a private detective, and it's of the utmost importance that I get that key from you. Right. Private detective. I don't have to do anything you say. You're not really the law. So nice try. But I'm not betraying Mrs. Walker's trust so easily. Ja gut, das war ja klar. He says that now, but I'm willing to bet he'd do it if it benefited him in some way.
Why did you think I was from the Steamworks? Because I contacted them a few days ago when my boiler broke, and nobody has come to repair it yet. I should have known better. Those fools always take their time, if they even bother showing up at all. Meanwhile, I'm stuck in here with nothing but cold water. If I catch pneumonia and die, you'll know who to blame. Okay, vielleicht können wir es reparieren und dadurch geht das, also lässt uns dann rein. Mal gucken. Sorry to bother you, sir. I'll just be on my way. Some people would call that. Ui, wie kommen wir denn da jetzt weiter? Da kommen wir auch nicht ran, ne? Boah, was soll man jetzt machen? Linda Walker finden. So, genau, die ist nach Hause gekommen, sind die beiden umgekommen. Und vielleicht versucht sie den Geist in das neue Kind irgendwie rein zu transferieren oder so. Mann, ist das nervig! Was soll ich jetzt hier machen? Ich kann doch jetzt hier nicht... Ich muss doch jetzt hier nochmal irgendwas... Yes. Sorry to bother you. Okay, komm. Hello, dearest. I have Seeing you come home. Let her read in peace. Okay, hier ist nur so ruhig, deswegen bin ich jetzt hier mal hingegangen. Okay, der Boiler von ihm ist kaputt. Wie kriegen wir denn das jetzt repariert? Kennen wir irgendjemanden, der heiß Wasser macht? Ja, kennen wir. Hello again. Seems like that. Können wir nicht mitnehmen. Schade. I'll let you know if I... All right. Okay, schwieriges Ding bisher. Können wir hier was machen? I don't think he's gonna. He's busy with his pro. Hier auch nicht. Der Geistkundler auch nix. Da auch nicht, da auch nicht, da auch nicht. Schwierig. Ihr hört mich etwas ratlos. Fox. Club der Geistkundler. Haben wir hier noch irgendwas? Ah, vielleicht hier im Kaffeehaus? Ist hier vielleicht ein Techniker anwesend? Weil doch hier die Arbeiter hingehen, haben sie vorhin gesagt. So, how's the caddy business? Making Aha. good money? Neuer Prompt. Don't I wish? I was thinking about signing up with Coulson's Cabs, actually. Really? You want Vielleicht to er get hier. involved in the war? I'm sure it's not as bad as everyone says it is. I don't know. I heard one of the Phillips drivers sabotaged a Coulson cab, and the driver was thrown 50 feet into a brick wall. If I was you, I'd stay independent. No fares worth your life. Ja. Heard the Redites are planning a big attack on a bunch of factories. Those idiots. I wish they'd stop with their nonsense. You don't support them? I'm surprised, especially considering a machine took half your arm. I don't believe in solving problems with violence. This city's got some real problems. When people pay more for an airship ticket than most workers earn in a year, something stinks. But the way to deal with that ain't by blowing up steam tech, that I can tell you. I don't know how you do it. If I was you, I'd never get near any steam tech again, and wouldn't care a fig if it got blowed up. Well, then it's a good thing you ain't me, isn't it? Ja, true. So, jetzt. Where are you? Bla bla bla. Don't even. Nee. Er vielleicht. Judging by the sooty apron, this man is either a metalworker, just one of many patrons contributing to the oppressive thug in here.
asleep at a coffee house. Best avoid that one. He looks like, reminds me of when I was alive. Can we talk? Go on. Can we go over my Of course. Are you familiar with the term metempsychosis? No, what is it? Apparently some mystics and philosophers maintain that it's a process whereby human and animal souls are transferred to new bodies upon death. Fascinating. Some people have such queer ideas. What's that got to do with the kidnapping, though? I'm not exactly sure yet. Sometimes I'm jealous of all the odd things you detectives get to look into. That's enough about... Okay. That's it. Ja, die versucht, den Geist ihres Kindes zu transferieren, sage ich mal. In den neuen Körper zu transferieren. Deswegen. Welcome back, Mr. Ford. So, ich wollte mir nochmal die Bücher angucken. Denn sowas Ähnliches ist ja mit uns auch passiert. Was kommt nach dem Tod? Riesenkrake, Seance, Seelenwanderung. Das ist, glaube ich, das, was wir wollen, ne? Geister und Äther. Ja, also... bezieht sich auf die philosophische Idee der Seelenwanderung zum Zeitpunkt des Todes. Mit anderen Worten... Oh, die will das Kind opfern, glaube ich, oder? Der Reinkarnation der Seele in einen anderen Menschen oder Tier. Generell wird angenommen, dass das Konzept auf Orpheus im 6. Jahrhundert vor Christus zurückgeht. Orpheus konstatierte? Oh, ich bin echt ungebildet. Dass Körper und Seele zwei unabhängige Einheiten darstellen, die während der Lebenszeit miteinander verbunden sind. Zum Zeitpunkt des Todes wird diese Verbindung aber zerschlagen und die göttliche Seele wird aus ihrem körperlichen Gefängnis befreit. Solange die Seele keine absolute Reinheit erlangt, bleibt sie im Kreislauf der Reinkarnation gefangen. Das Bill hat noch was zu erledigen, das wissen wir ja, aber Bill ist nicht rein, sozusagen. Also Taten, die zur Lebzeit begangen werden, beeinflussen die Reinheit der Seele und bestimmen, wie viel länger diese Reise weitergeht, bevor die Seele in den Himmel eingehen kann. Der Theorie folgend wird die Seele eines Menschen oder Tieres zu einem anderen Lebewesen überführt. Gewisse Eigenschaften oder Züge der Persönlichkeit bleiben während der Reinkarnation für gewöhnlich erhalten. Beispiele hierfür sind die Augenfarbe oder die Zuneigung zu einer bestimmten Person oder Affinität zu einem bestimmten Gegenstand. Die genauen Umstände der Seelenwanderung sind ungeklärt. Im Allgemeinen wird angenommen, dass eine Menschenseele zu einem Tier überführt wird, das bereits am Leben ist. Im Allgemeinen wird angenommen, dass eine Menschenseele zu einem Tier überführt wird, das bereits am Leben ist. Die Seele eines Tieres oder Menschen, die zu einem Menschen transferiert wird, dringt in den Körper zum Zeitpunkt der Geburt ein, nicht aber in einen Menschen, der bereits längere Zeit gelebt hat. Das macht ja keinen Sinn, der Typ ist ja in unserem Schädel. Dringt in den Körper zum Zeitpunkt der Geburt ein. Nicht aber in einen Menschen, der bereits längere Zeit lebt. Das heißt, das Kind ist ein Jahr... Ah, sie glaubt, dass das Kind die Reinkarnation ihres Sohnes ist. Ist es das? Ich glaube, das ist es. Ich glaube, Linda glaubt, dass das Neugeborene die Reinkarnation des Kindes ist. Deswegen gibt es auch keinen... Ja, das passt. Deswegen gibt es auch keinen Erpresserbrief. Aus diesem Grunde kann es sinnvoll sein, das Datum von Tod und Geburt des alten und neuen Körpers gegeneinander abzugleichen, um eine potenzielle Reinkarnation zu überprüfen. Das hat sie wahrscheinlich gemacht. Ein vermuteter Fall von Metempsychose ist für die Region des heutigen Deutschlands im Mittelalter verbrieft. Hier fanden zwei verfeindete Familien ihr Ende. Der letzte Spross der einen Familie wurde verdächtigt, die Stallung der anderen angezündet zu haben, wodurch der letzte Angehörige der Familie starb. Bald darauf ließ sich ein Schimmel auf dem Grundstück der Familie des Überlebenden nieder. Während eines Ausritts brach ein Feuer im Anwesen aus und das Pferd galoppierte mit dem Reiter in die Flammen und tötete hierdurch beide. Das Pferd
soll in diesem Fall die Reinkarnation des getöteten Erben gewesen sein, der Rache an seinem Mörder üben wollte. Höchst interessant. Geister und Äther. Das ist auch wichtig, glaube ich, für unsere Beziehung mit Bill. Ach komm, wir nehmen uns die Zeit. Das ist ja kein Speedrun. Wir nehmen uns die Zeit und versuchen die Geschichte zu verstehen. Also der Äther ist die buchstäbliche Bahn, durch die Geister reisen und mit den Menschen kommunizieren können. Diese unsichtbare Dimension existiert im Zusammenhang mit unserer, kann aber auch nur von Menschen eingesehen werden, die das zweite Gesicht haben oder über spezielle Kommunikationswerkzeuge verfügen. Die geläufigste Vorrichtung, um mit Geistern zu reden, ist das Ätherometer. Wenn die Geister mit uns in Kontakt treten wollen, kommen ihre Nachrichten als Schwingungen in unsere Welt, die durch die genannten Hilfsmittel oder Menschen wahrgenommen werden können. Das Ätherometer nimmt diese Schwingungen auf und übersetzt diese in Klänge oder Wörter, die ein Medium dann interpretieren kann. Geister müssen zur Kommunikation eine große Menge psychischer Energie aufwenden. Deshalb können die meisten Nachrichten nur unter Zuhilfenahme dieser Vorrichtung empfangen werden. Wenn ein Geist aber eine große Menge Energie zur Verfügung hat, kann es zu einer physischen Manifestation oder Erscheinung kommen. Obgleich dies seltener vorkommt, sind dennoch im Laufe der Geschichte etliche Erscheinungen dokumentiert worden. Dank der Vorbereitung moderner Ferrotypie gelang es, Bilder dieser Erscheinung festzuhalten. Leider sind hierfür aber lange Belichtungszeiten notwendig, die die Aufnahme Geistern erschweren, da diese sich schnell bewegen und oftmals nur für Sekundenbruchteile sichtbar sind. Dank der fortschrittlichen technologischen Entwicklung wird es aber sicher bald möglich sein, Bilder mittels Ferrotypie mit nur wenigen Sekunden Belichtungszeit festzuhalten. Hierdurch steigt die Wahrscheinlichkeit, dass ein Geist aufgenommen werden kann. Leider können diese Bilder von Geistern leicht nachgemacht werden, weshalb es bereits einige Fälschungen gibt. Aufgrund dieser wird es immer schwerer, tatsächliche Geisteraufnahmen zu belegen. Vorleserik. Aber die Verringerung der Belichtungszeit wird auch helfen, Täuschungen zu erschweren. Die weitere Entwicklung der Technologie wird spannend bleiben. Thank God ist es vorbei. So. Reden wir nochmal mit ihr. Could I ask you about Sir, Haben wir noch was? Über sie what made you selbst. decide to start I began communing with the spirits at a very early age. My twin sister, Rachel, died after falling into an icy pond when we were 8 years old. I'm very sorry, Miss Maxwell. Oh, I appreciate your sympathy, darling, but don't feel too bad. Rachel began speaking to me shortly after that. Spirit guide. You mean you still speak with her? Oh, yes, every day. In fact, I was just speaking with her before you arrived. As I grew older, I realized there were others in the world who were also able to communicate with spirits, and those who had an interest in what lies beyond the ether. And so, once I moved to New Bretagne, I decided to start up this club so we could gather and share our experiences. Do you suppose she can hear what I'm saying? Jetzt trollte sie bestimmt. Hey, Angela, try a bit less eyeshadow, would you? You look like a purple raccoon. Nothing. Clearly a fraud. I was wondering, Yes? when you communicate with the spirits, are you able to stop? If I wish them to leave me, yes. I bid them farewell, and they usually depart back into the ether. What about the more persistent ones? You do remember I'm right here, don't you? Well, just between you and me. Those spirits are best dealt with by having the other kind of spirits. Quiets them right down. I prefer soporific myself. Oh? You hear the voices of the spirits as well, Mr. Fordham. But of course, now the reason for your visit to the Spectre Society is obvious. Do you see? All our paths eventually become clear. I'm glad yours has brought you here. Oh, wonderful. Now she started rhyming. Don't get any funny ideas about telling her about me. She may be a lunatic, but that's no reason to expose yourself as one too.
Thank you for the information. It was very enlightening. Erstmal It was my mache ich nichts. Aber vielleicht, bevor wir diesen Fall abschließen, I'll be going now. mache ich das nochmal. So, Reinkarnation. Jetzt versuche ich erstmal die... Sweet Silence. Nein, das gehört da nicht mit rein. Musik? Okay, wird es als Sprache gecodet. Es ist einfach nichts davon. Oh, ist das störend. Okay, hier ist ja nichts. So. Some people would call that humming and hip. It says here that Linda Walker is in the upstairs apartment, and someone named Douglas Emafiel is under the stairs. Douglas, den haben wir auch schon mal irgendwo gehört, glaube ich. Was könnte... vielleicht, wenn es sich für ihn lohnt. Wir haben ja reiche Kontakte hier. I'll let you know. Come on, wir brauchen jemanden, der uns Geld gibt. Sit tight, Mrs. Harris. Da ist nichts. Wer könnte uns helfen? Hier muss es doch jemanden geben, der uns... Es ist doch die Arbeiterkneipe hier. Was ist mit ihm? He's missing his left arm. Komm, unterhaltet euch über Dampfmaschinen. What are you? All that. She's running back and. Give me an old-fashioned tea kettle. Give me an old. Ich will den Fall nicht abschließen. Ich will das vernünftig machen. What a cheery reminder of everyone's impending death. That whole thing about the man in the black robe, complete lie, by the way. Gut, er muss es wissen. He and his friend are having quite the conversation. Das gibt es nicht. Wie kommen wir denn jetzt hier weiter, sag mal? Mit keinem reden. Zu den Stadtwerken kommen wir auch nicht. Zu den Dampfmaschinen wissen wir auch nichts richtig. Ich mir die Karte angucke. Also gehen wir es nochmal logisch durch. Hier ist nichts. Hier müssen wir hin. Aber hier können wir mit niemandem sprechen und die Dampfmaschine ist fürchterlich laut. Hier ist nichts. Wir könnten von Bill erzählen. Weiß ich zu diesem Zeitpunkt nicht, ob es gut ist. Muss ich mir drüber nachdenken. Hier ist nichts. 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 Und hier weiß ich es nicht. Geh ich mal gucken. Welcome back. Können Sie zufällig auch Dampfmaschinen? Nein, kann er nicht. Das Einzige, was ich mir jetzt vielleicht vorstellen könnte, wäre, dass wir vielleicht... So. Danke. Vielleicht kann man hier... Kann man hier nicht irgendwen... Kann man da rein? Ich muss es vielleicht... Oh, es ist so... Brother. Oh, man. Ich kann hier nicht suchen, weil das so nervig ist. Too many have died. Do you suppose that's for keeping protesters? So. Now that is an impressive piece of machinery. Now. Schnell. Oh Gott. Okay, I don't know. Ich weiß es nicht. Ich recherchiere mal. Ich gucke mal, ob ich irgendwas noch rausfinde, indem ich rumrenne. Wo ich mir einfach in Windows das Spiel stumm schalte und dann rumrenne. Vielleicht finde ich ja was. Ich melde mich bei der nächsten Folge am morgigen Tage. Bis dahin und tschüss.